Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. 22 Bahnen ist ein bemerkenswerter Roman von Caroline Wahl, der als das Lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels im Jahr 2022 ausgezeichnet wurde. Der Roman entführt den Leser in die komplexe Welt der Protagonistin, die in ihrem Alltag mit Herausforderungen kämpft, die über das reine Schwimmen von 22 Bahnen hinausgehen. Wahl zeichnet ein fesselndes Porträt einer Frau, die versucht, ihr Leben in Balance zu halten, während sie sowohl persönliche als auch berufliche Hürden überwinden muss. Mit einer Mischung aus poetischen Beschreibungen und tiefgründigen Einblicken in die Gedankenwelt der Hauptfigur zieht 22 Bahnen den Leser in eine emotional intensive Reise hinein. Diese Geschichte bietet nicht nur Unterhaltung, sondern auch Inspiration und Reflexion über das eigene Leben. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Hauptfigur und ihr Lebensumfeld. Im Mittelpunkt von 22 Bahnen steht eine junge Frau, die in einem turbulenten Alltag navigiert und dabei in ihrer Rolle als Tochter, Schwester und Angestellte herausgefordert wird. Ihre Familienverhältnisse sind kompliziert und spielen eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Geschichte. Durch die Schilderung ihres täglichen Lebens, das von Verpflichtungen und inneren Zweifeln geprägt ist, erhält der Leser einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Diese Empathie für die Protagonistin wird durch Walls Fähigkeit, realistische und lebendige Charaktere zu schaffen, verstärkt. Der Leser wird dazu eingeladen, über die Auseinandersetzungen und Kompromisse im eigenen Leben nachzudenken. Zweitens: Das Schwimmen als Metapher für das Leben. Das Schwimmen von 22 Bahnen ist nicht nur eine sportliche Aktivität, sondern dient als zentrale Metapher für das Streben nach persönlichem Gleichgewicht und innerer Ruhe. Jede Bahn, die die Protagonistin schwimmt, stellt eine Gelegenheit zur Reflexion und zum Loslassen von Alltagsstress dar. Gleichzeitig symbolisiert das Wasser Freiheit und Herausforderung, da es sowohl ein entspannender als auch ein herausfordernder Raum ist. Die Autorin nutzt diese Metapher geschickt, um die Entwicklung der Hauptfigur zu verdeutlichen, die sich bemüht, nicht von den Strömungen ihres Lebens überwältigt zu werden, sondern stattdessen ihre eigene Richtung zu finden. Drittens: Familienbeziehungen und ihre Komplexität. Ein zentrales Thema in 22 Bahnen ist die Dynamik innerhalb der Familie der Protagonistin. Die Beziehungen zu ihren Eltern und Geschwistern sind von Konflikten und unausgesprochenen Spannungen geprägt. Diese Beziehungen dienen als Spiegelbild für viele Leser, die sich in ähnlichen familiären Situationen wiederfinden könnten. Die Entfaltung dieser Dynamik im Roman zeigt, wie vergangene Erlebnisse und Fehlkommunikationen anhaltende Auswirkungen auf das gegenwärtige Leben der Figuren haben können. Caroline Wahl schafft es durch feinfühlige Beschreibungen und Dialoge, die Zerbrechlichkeit, aber auch die Stärke familiärer Bindungen darzustellen. Viertens: Selbstfindung und persönliche Entwicklung. Die Reise der Selbstfindung ist eines der zentralen Motive des Romans. Im Verlauf der Geschichte muss sich die Protagonistin mit ihrer eigenen Identität auseinandersetzen und herausfinden, was sie wirklich möchte. Dies umfasst sowohl berufliche als auch persönliche Aspekte ihres Lebens. Der Prozess der Selbsterkenntnis wird durch triumphale und enttäuschende Momente gekennzeichnet, die dem Leser zeigen, dass der Weg zur Selbstverwirklichung oft steinig ist. Durch die Herausforderungen und Entscheidungen, die sie trifft, wird die Protagonistin in die Lage versetzt, ihre wahre Stärke zu erkennen und sich von gesellschaftlichen und familiären Erwartungen zu lösen. Schließlich der Einfluss externer Erwartungen. Ein weiterer wichtiger Aspekt von 22 Bahnen ist der Druck, der durch externe Erwartungen auf die Protagonistin ausgeübt wird. Sowohl gesellschaftliche als auch familiäre Erwartungen können belastend sein und Einfluss darauf nehmen, wie sie ihre Lebensentscheidungen trifft. Der Roman beleuchtet, wie diese Anforderungen die Freiheit der Hauptfigur einschränken und bisweilen zu einem Gefühl der Überforderung führen. Doch Caroline Wahl zeigt auch auf, wie die Befreiung von diesen erdrückenden Erwartungen möglich wird, indem die Protagonistin lernt, ihre eigene Stimme zu finden und authentisch zu handeln.
Diese Entwicklung ermutigt den Leser, kritisch über die eigenen Lebensumstände nachzudenken und möglicherweise befreiende Entscheidungen zu treffen. Zusammenfassend: 22. Bahnen ist ein Buch, das besonders für Leser geeignet ist, die nach einer inspirierenden und nachdenklichen Lektüre suchen. Der Roman bietet wertvolle Einblicke in die Herausforderungen der modernen Lebensgestaltung und ermutigt dazu, persönliche und familiäre Bindungen zu reflektieren. Leser, die sich in ihren eigenen Gedanken und Gefühlen gefangen fühlen, finden in der Geschichte vielleicht einen Spiegel ihrer eigenen Erfahrungen. Caroline Wahls einfühlsame und präzise Sprache regt dazu an, das eigene Leben aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Das Buch ermuntert dazu, die eigenen Bahnen im Leben zu ziehen und dabei die innere Balance zu finden. Es zeigt, dass trotz bestehender Herausforderungen und Erwartungen die persönliche Entwicklung und die Entdeckung der eigenen Identität von entscheidender Bedeutung sind. Daher ist 22 Bahnen nicht nur eine ergreifende Geschichte, sondern auch ein wertvolles Werkzeug zur Selbstreflexion und Inspiration für persönliches Wachstum. Wenn Sie unterstützen möchten, Caroline Wahl, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.